Sie denken, Sie wissen alles über Kambodscha? Angkor Wat, Strände, Elefanten und weiter im Allgemeinen ist alles, nicht wahr? Erklären Sie dann hier diese 150 Kilometer von Angkor, direkt unter den gleichen Dschungel. 1000 Jahre lag die ganze Stadt. In der Größe mit modernen Phnom Penh. Straße, Kanäle, Paläste, alles. Man fand ihn erst im Jahr 2012. Mit dem Flugzeug, mit Hilfe eines Lasers. Und das ist nur die erste von 5 Orte. Weiter. See, der jedes Jahr wächst 6-mal. Das Resort, in dessen Fundament ummauerten toten Arbeiter. Und er steht immer noch. Pyramide oberhalb von Angkor, die kennt fast niemand. Und am Ende etwas, wofür es sich lohnt zu sehen. Der Tempel der 1000 Jahre. Im Jahr 2025 nach ihm arbeiteten Kampfjets F-16. Es ist nicht die Geschichte. Dies ist, was passiert, gerade jetzt. Kambodscha im Kopf der meisten Menschen, dies ist ein Bild von Angkor Wat bei Sonnenuntergang. Es ist wie ein Gespräch über Ägypten. Und wissen nur die Pyramide des Cheops. Formell, nicht Fehler. In der Tat, Sie gar nichts gesehen haben. Khmerskaya Reich in der Blüte kontrolliert das Gebiet von Südvietnam bis Myanmar. Seine Hauptstadt gebaut wurden, verbrannt, Sarastali. Unter dem Dschungel dieses Landes immer noch liegen Dutzende leerer Objekte. Es ist die offizielle Position Wissenschaftler, keine Verschwörungstheorie. Jeder unterfinden etwas Neues. Und es ist jedes Mal, schreibt die Geschichte der Region. Beginnen wir mit der Stadt, die nicht hätte geben dürfen. 802 nach Christus unter. Herrscher Jayavarman II. Stand auf dem Berg Phnom Kulen und kündigt sich der Monarch auf der ganzen Welt. Geboren Khmerskaya Reich und seine erste Hauptstadt Mandra Parevata, Berg des großen Indra. Dann Stille. Für 1000 Jahre. Über die Stadt wussten. Schriftzug über ihn getroffen an den Wänden anderen Tempeln, in den alten Texten. Historiker zweifelten nicht, die Hauptstadt existierte. Aber wo genau, nicht, wusste niemand. Einige Jahrzehnte Expedition ging in den Dschungel, unter den Füßen Minenfelder nach dem Pol-Pot-Regimes. Die Temperatur unter 40, Luftfeuchtigkeit solche, dass die Kleidung nass wird für die ersten 15 Minuten. Jedes Mal nichts. Während im Jahr 2012 der australische Archäologe Damien Evans hob das Flugzeug über dem Dschungel mit dem Laserscanner LIDAR. Das Gerät sandte Millionen Impulse pro Sekunde. Sie gingen durch die Blätter und von der Erde reflektiert. Ein paar Wochen Vorbeiflug, auf dem Bildschirm Laufflächenstadt. Keine Ruinen, keine Fundamente. Eine ganze Stadt mit einem Netz von Kanälen, Dämmen, Straßen, Tempeln. Fläche, wie bei modernen Phnom Penh. Straße entworfen mit Präzision, geometrisches Gitter, die nach den Himmelsrichtungen orientiert. Das System der Wasserversorgung, die Ingenieure glaubten Erfindung wohin der späteren Zeit. Stellen Sie sich die Szene. Auf dem Bildschirm 9. Jahrhundert nicht. Auf dem Bildschirm Metropole. Damien Evans sagte später, die ersten paar Stunden nach der Verarbeitung der Daten seine Mannschaft saß einfach nur schweigend, weil niemand wusste, was ich sagen soll. Wissenschaftler aus Cambridge im Jahr 2019 nannten es eine der größten archäologischen Entdeckungen Südostasien für die gesamte 21. Ein Teil der Gebäude ist bisher nicht ausgegraben. Das dort ist unbekannt. Der Dschungel still. Aber während die Hauptstadt dieses versteckt unter der Erde, der andere stand auf einem Blick. Und trotzdem verschwunden sein. 928 Jahre. König Jayavarman IV. Übernimmt die Macht und verlegt die Hauptstadt nach Kochker, in der Mitte des Landes, umgeben von roten Lateritwälder.
Seit fast 30 Jahren ist diese Stadt das politische Zentrum des gesamten Khmer-Reiches. Dann die Hauptstadt wieder nach Angkor, Koch Kehr An leer zu werden begann. Der Wald machte seine Sache Dekade für Dekade. Zeichnen Sie im Kopf ein Bild. Mitten in Redwenwäldern steigt Semiyarusnaya Pyramide Tempel Prasad Thom, 36 Meter. Die Stufen so cool, dass nicht ohne Geländer auskommen. Du stehst auf dem Gipfel und du siehst nur Wald. Keine Spur von der Stadt, die hier war. Der Komplex erstreckt sich auf fast 9 Quadratkilometern, mehr als 40 Kirchen. Nach dem Ausmaß der Pyramide übertrifft viele Bauten von Angkor, aber bisher war der Bürgerkrieg. Statuen hat man von hier aus. Steinerne Krieger, Löwen, Elefanten, Garudov. Jahrzehntelang standen sie in Auktionshäusern in New York. Niemand fragte, woher sie kommen. Im Jahr 2013 wurde das Auktionshaus Sotheby's zurück Kambodscha, 2 steinerne Krieger. 2. Wie viele sind nicht zurückgekehrt, ist bisher unbekannt. Heute hierher Einheiten Touristen. Riesige, schöne, fast Live-Komplex und praktisch niemand herum. Manchmal ist das vollständige Verschwinden, dies ist nicht die Zerstörung, wenn es nicht mehr bemerken. Nun möchte ich dorthin, wo die Logik der Erde nicht mehr funktioniert. Dort, wo der Fluss einmal im Jahr dreht sich wieder. Es gibt auf der Erde einen Ort, wo der Fluss zweimal unter voll entfaltet und rückwärts zu fließen beginnt. Nicht verlangsamt, entfaltet. Fluss Tonle Sap in Kambodscha. Die einzige in der Welt. Das passiert jedes Jahr. Von November bis Mai ist der See verschmilzt im Mekong, unten, wie fließen muss, jeder normale Fluss, aber im Juni kommen Monsune. Der Mekong steigt so sehr, dass es Druck setzt Tonle Sap zurück. Das Wasser beginnt zu Fuß zurück, aus dem Mekong-Delta in den See. Strom aufwärts. Das Ergebnis? Der See schwillt mit 2700 bis zu 16.000 Quadratkilometer. 6-mal. Tiefe von 1 bis zu 9 Meter. Maßstab? Fläche von Belgien. 30.000 Quadratkilometern. Tonle Sap verschütten. Das ist die Hälfte von Belgien unter Wasser. Jedes Jahr. Nach Zeitplan. Stell dir vor die Szene. Auf diesem See leben Menschen, nicht touristische schwimmende Häuser, echte Dorfes mit Häusern, Schulen, Krankenhäusern, ein Basketballplätzen. Alles steigt und fällt zusammen mit dem Wasser, ein paar Meter pro Saison. Die Menschen hier geboren werden, leben, sterben auf dem Wasser. Sie lebten nie anders. Den See gibt 75% von allem Süßwasserfang des Landes. 60% Protein in der Ernährung Kambodschaner, von hier aus. 3 Millionen Menschen direkt von ihm abhängig sind. Wenn im November die Wasser zurück und der Fluss spielt wieder, Kambodschaner treffen ist als der wichtigste Feiertag des Jahres. Bon Om Tuk, das Fest des Wassers. Für mehrere Jahrhunderte in Folge. Denn für dieses Land eine Umkehr des Flusses, es ist nicht ein natürliches Phänomen, es ist der Impuls, nach dem alles lebt. Aber jetzt, dass der Puls steigt. China baute Dämme im oberen Mekong, das Klima ändert sich. Verschütten kommt mit Verspätung und immer schwächer. Die Fische werden weniger. Und auf dem Grund des Sees, unter Schichten von Wasser und Schlamm, liegen versunkene Tempel, die niemand ausgegraben. Die Fischer sagen, dass der Netzklammern sich an die Felsen gemeißelt, dort, wo man nicht sein sollte, nichts als Wasser und Fische. 3 Millionen Menschen. Dorf auf dem Wasser, Tempel auf der Unterseite und See, die sich langsam aufhört zu atmen. Aber wenn hier der Krieg wenigstens bis zurückgetreten, die folgende Stelle beweist, dass Vergangenheit und Gegenwart imstande sind, nehmen denselben Raum zur gleichen Zeit. 1917.
Französische koloniale Beamte schauen auf den Berg Bacoor in der Provinz Kampot. 1000 Meter über dem Meer, die kühle Luft, Blick auf den Golf von Thailand. Sie bauen hier alle auf einmal. Hotel, Casino, Kirche, Postamt, Villa. Alpine Ecke Europas in den Tropen. Indochina. Bau ein, schief geht. Arbeiter sterben an Malaria, Fieber, Unfälle auf den Felsen. Gerüchten zufolge, Körper nicht immer. Lassen Sie nach unten. Einige ummauerten direkt in die Fundamente. Es ist unmöglich zu überprüfen. Deshalb ist das Gerücht, lebt schon seit 100 Jahren. Das Resort eröffnete im Jahr 1925, M zu den 1940. Die koloniale Verwaltung verloren die Kontrolle über die Region. 1953 Kambodscha seine Unabhängigkeit erlangte, Bacoor war leer. Der erste Tod. In den 1970er Jahren kamen die Roten Khmer. Das Resort wurde eine befestigte Position. Dann Regierungstruppen, Kämpfe. Der zweite Tod. Zu den 2000 Kilometer leere Casinos mit zerbrochenen Fenstern, die Kirche ohne Dach, die Wände in Moos und der Nebel, der scheinbar nie raus. Der dritte Tod, Oblivion. Im Jahr 2008 kamen Investoren. Sie stellten 5-Sterne-Hotel, 100 Meter von den Ruinen und den »Nun, hier können Sie Hotels« in einer Suite mit Blick auf die Bucht, Blick auf die leeren Augenhöhlen. Casino, in dem seit 80 Jahren niemand spielte. Nebel übrigens nirgends. Meteorologie erklärt, die feuchte Luft des Golfs von Thailand mit steigt den Hang und klammert sich an die Spitze. Einfach Physik. Aber die lokalen Führer erzählen den Touristen mehr. Über das Phantom der junge Kambodschiki, die warf sich von einer Klippe. Danach wie französische Beamte ihn warf. Hören, Legende, möglicherweise wahr. Es ist diese Anziehungskraft zwischen vielleicht und definitiv nicht, hält die Menschen in diesem Gebirge stärker als jedes 5-Sterne-Look. Und nun, den letzten Platz. Etwas, wo uralte Geheimnis und der gegenwärtige Krieg ist die Ware konvergieren an einem Punkt auf der Karte. Auf der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand, auf der Spitze des Felsens Dangrek, 525 Metern, steht der Tempel Preah Vihear. Mehrere Generationen der Khmer-Könige bauten ihn zwischen 9. und 11. Jahrhundert. Ist dem Gott Shiva geweiht. Er streckt sich entlang des Grates auf fast 800 Meter. 5 Pusledova-Durchsetzungen der monumentalen Toren, alle höher als die vorherigen. Pilger stieg durch sie, eins nach dem anderen. Der Aufstieg und wurde zu einem Ritual. Jedes Tor schritt näher zu Gott. Vom Rand der Terrasse, dem steilen Abhang in Richtung Thailand. Touristen nennen es das Ende der Welt. Im Jahre 1962 der Internationale Gerichtshof Tempel zu Kambodscha gehört. Im Jahr 2008 haben es in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 24. Juli 2025. Ihm eröffneten das Feuer. Artillerie. Kämpfer F-16. 5 Tage. 142 Punkte Beschädigungen innerhalb der Anlage. Noch 42 in den angrenzenden Gebieten. Teil Tor zusammengebrochen. Reliefs, Alter 1000 Jahre, fragmentiert Schalen. Im Dezember 2025 TEN, die zweite Welle. 3 Wochen. Gesamt 562 beschädigte Punkte. Der Minister für Kultur Kambodschas persönlich an die Stelle gekommen, sah mit eigenen Augen und sagte, die reale Situation viel schlimmer als zeigte unsere erste Einschätzung. Die Wiederherstellung dauert von 20 bis 30 Jahren.
Die Restaurierung noch nicht einmal begonnen. Zuerst müssen sie zu stabilisieren, was übrig bleibt, damit es nicht rutschte bis zur Ankunft der Restauratoren. Dieser Tempel überlebte den Untergang des Reiches. Erlebte der Kolonialismus, erlebt Pol Pot, erlebt Jahrzehnten vollständigen Verwüstung. 5 Tage im Juli 2025 erhielt mehr Zerstörung als alle vorherigen Jahrtausend. Heute Teil des Weges durch ein Tor geschlossen. Nicht für Touristen, für alle. Die Drohung des Zusammenbruchs. Ritualweg zu Gott. Unter der Drohung des Zusammenbruchs. In der 21. Jahrhunderts. 5 Orte. Die Stadt unter dem Dschungel fanden die Laser. Die Hauptstadt, das Vergessen zu Lebzeiten. Der See, die atmet und langsam erstickt. Ein Resort, das 3-mal getötet. Und er lohnt sich. Tempel, Überlebender der 1000 Jahre. Und kaum ist das Opfer nicht 5 Tage in 2025 Kambodscha. Hintergrund nicht für einen berühmten Tempel. Es ist ein Land, wo die Vergangenheit noch nicht zu Ende. Es ändert nur die Form. Raus in die Erde, klettert aus dem Boden des Sees, erhält das Geschoss. Schreiben Sie in die Kommentare eine Zahl von 1 bis 5. Welchen Platz Übersetzte stärker ist als alles? Einfach die Ziffer. Wenn Sie dieses Video zeigt Ihnen etwas, was Sie nicht wussten. Tribune. Das ist das Einzige, was Sie tun müssen, um solche Videos weiterhin zu gehen. Abonnieren. Der nächste Ort. Noch mehr Versteckte. Die Geschichte dort noch mehr als unbequem.